Seit über 8 Monaten baue ich jetzt eine Lego-Stadt in der Postapokalypse und da fehlt noch eine ganz wichtige Sache, nämlich das Camp der Überlebenden. Und das will ich heute in diesem Video in riesiger Form nachbauen. Wahrscheinlich wird das größte Mock, was ich jemals gebaut habe, und ich habe dafür sehr, sehr viele Steine bestellt, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob diese ausreichen, um das Ganze so nachzubauen, wie ich es mir vorstelle. Damit das Camp der Überlebenden jetzt möglichst spektakulär ist, habe ich mir überlegt, dass das Ganze gerne in ein Stadion setzen möchte. Und das macht es natürlich spannender, weil man dann noch viel mehr entdecken kann und das Ganze natürlich noch auffälliger ist, aber es ist natürlich auch noch wesentlich schwieriger, weil ich natürlich noch das ganze Stadion umsetzen muss. Als Grundfläche für Stadion habe ich jetzt 4 von den 32er Baseplates genommen, also habe ich insgesamt 64 x 64 Noppen als Grundfläche und ich denke, das reicht aus, damit es jetzt nicht zu groß ist, aber trotzdem ganz schön imposant. Dieses riesige Stadion zu bauen ist wahrscheinlich die größte Challenge, der ich mich je auf diesem Kanal hier gestellt habe, und es wäre wahrscheinlich überhaupt nicht möglich, hätte ich nicht diese beiden entscheidenden Vorteile. Und der erste wäre, ich habe die obere Ebene des Stadions schon gebaut. Vor ein paar Monaten habe ich schon mal ein Video darüber gemacht, wie ich die obere Ebene gebaut habe, deswegen kann ich mir die auf jeden Fall jetzt sparen und muss die nicht nochmal bauen. Und beim zweiten Vorteil bin ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich ein Vorteil ist, weil ich habe das Ganze vor einem halben Jahr versucht. Also ich habe versucht, ein ganzes Baseballstadion halt zu bauen, aber das war viel zu aufwendig und ich habe sehr, sehr viele Steine gebraucht, die mir noch gefehlt haben. Und ganz viele Sachen waren auch zu instabil oder sind einfach auseinandergefallen. Deswegen habe ich das dann irgendwann abgebrochen und auseinandergerissen. Und ich denke, das ist eher eine kleine Bestätigung dafür, dass man das Ganze vielleicht lieber lassen sollte und irgendwas Kleineres bauen sollte. Aber egal, ich werde es jetzt einfach nochmal probieren. Aber ich habe natürlich den kleinen Vorteil, dass ich natürlich jetzt Teile von diesem alten Stadion übernehmen kann und im neuen einbauen kann. Nachdem die Rahmenbedingungen vom Stadion geklärt sind, kann ich jetzt damit anfangen, dass ich die groben Absteckungen mache. Ich habe jetzt angefangen, so eine Kurve auszulegen und das soll halt der komplette Grundriss werden. Also es wird hier ein Baseballstadion und da muss man halt nicht zwingend das komplette Stadion mit so einer Tribüne ringsrum machen. Deswegen habe ich mich dafür entschlossen, wirklich nur so eine Kurve zu bauen. Das spart halt einerseits Teile ein und ich kann die andere Seite so offen gestalten, dass man dann später auch reinschauen kann. Bei der Rückwand der Tribüne habe ich jetzt so gemacht, dass ich hauptsächlich welche von diesen 1x2 Steinen verwendet habe. Die sind alle Medium Nougat und dann habe ich auch noch welche verwendet von diesen Paneelen. Damit kann man halt ein bisschen schneller bauen, das ist ein bisschen einfacher, deswegen hatte ich davon auch noch welche bestellt. Und jetzt geht es damit weiter, dass ich halt diese Vorderwand baue oder halt diese vordere Abgrenzung dann zum Spielfeld. Und da habe ich ganz viele von diesen Mauersteinen auch noch verwendet, weil das halt ein bisschen mehr Details reinbringt und man das später auch besser sieht. Die Rückwand wird später nicht wirklich sichtbar sein, deswegen habe ich da nur normale Steine verwendet und vorne kommen dann halt auch welche von diesen Mauersteinen hin, damit das noch ein bisschen mehr Details hat. Bevor ich mit den Stühlen oder der eigentlichen Tribüne anfangen kann, muss ich erstmal diese Säulen hier bauen und die sind halt super wichtig, damit später die obere Ebene gehalten wird. Andernfalls würde die wahrscheinlich einfach runterhängen oder im schlimmsten Fall sogar runterfallen und das wäre natürlich nicht so gut, deswegen sind diese Säulen schon ein wichtiger Bestandteil von der Statik von dem ganzen Gebäude. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich einzelne Teile aus dem alten Stadion genauso im neuen einbauen möchte und als erstes habe ich das jetzt mit diesem Container hier gemacht. Den habe ich genauso übernommen, wie halt im alten Stadion war. Der gefiel mir damals schon relativ gut und ich habe halt damals dieses Wellblech gebaut, indem ich halt immer eine so eine Fliese genommen habe und daneben habe ich dann immer so eine Fliese getan, die halt eine Platte unten drunter hat und damit ergibt sich dann diese Wellblech-Optik, die ich halt bei diesem Container dann benutzt habe. Und an der Vorderseite habe ich noch diese Griffe dran gemacht, womit man ihn dann in der Theorie öffnen könnte. Abgesehen von dem Container habe ich jetzt noch diesen Lastwagen übernommen und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich halt nicht zu viel grau habe, weil dieser Lastwagen hat eine graue Ladefläche, der Container ist grau und die Stühle werden später grau. Deswegen habe ich jetzt nur noch eine Sache, die wirklich komplett grau ist, genommen und da habe ich so ein Zelt gebaut. Das Zelt habe ich halt so gemacht, dass ich einfach 2 von diesen Elementen, ich weiß nicht, ich glaube, die sind mit diesem neuen Straßensystem rausgekommen, was Lego, ich glaube, 2020 eingeführt hat, und das sind einfach solche abgeschrägten Teile, die sind relativ groß und damit habe ich halt jeweils dann so eine Seite von diesem Zelt gebaut und das habe ich mit so einem Hinge verbunden, dass das Ganze halt so angeschrägt ist und obendrauf kommen dann einfach nur noch solche Barelemente, also diese Stangenelemente, und die schließen dann oben das Dach so ein bisschen ab von dem Zelt, damit es so aussieht, als wäre da so eine Querstrebe eingebaut. Nachdem ich jetzt super viele Details gebaut habe, denke ich, jetzt auch mal Zeit, die Tribüne zu bauen, und bei der Tribüne habe ich halt super viele von diesen grauen Stühlen verwendet. Da hatte ich mir mal irgendwann 300 Stück aus Tschechien extra bestellt und die Hauptfarbe der Tribüne ist halt dunkelgrau. Dazwischen habe ich dann immer ein bisschen von diesem hellgrau verwendet und auch die Stützen sind ja hellgrau. Oben die Tribüne hat halt schon sehr viele der Stühle verbaut und den Rest habe ich jetzt bei der unteren Tribüne hingebaut, aber das ist halt eine relativ repetitive Arbeit, also das ist eigentlich nicht mehr so spannend. Deswegen geht es jetzt auch direkt mit einer spannenderen Sache weiter und das sind diese Zäune hier. Die hatte ich im November mal direkt bei Lego bestellt. Da gibt es ja diesen Pick-a-Brick-Service, also dass man halt Teile vom Pick-a-Brick bestellen kann sozusagen. Und da gibt es halt diese Zäune hier, die sind auch nicht ganz billig, ich glaube 1 Euro das Stück oder so. Aber auf jeden Fall habe ich davon viele verwendet, um halt so einen Zaun um das Baseballstadion rumzubauen. Ich denke, das ist einerseits für das Stadion relativ realistisch und passt halt auch gut zur Apokalypse, damit die sich irgendwie vor den Zombies schützen können. Aber das war eine katastrophale Versandzeit. Ich habe die im November bestellt und im Februar sind die dann angekommen. Also ich musste sehr lange darauf warten. Deswegen werde ich mir, wenn ich die
irgendwie nochmal bestellen sollte oder so, weil die echt super sind, die Teile, die mir wahrscheinlich irgendwie über Bricklink bestellen, damit ich schneller da dran komme. An einer Stelle im Zaun habe ich jetzt noch eine Lücke freigelassen. Da kommt jetzt eine Art Eingangstor hin. Das habe ich in der gleichen Farbe gemacht, wie schon das Stadion gebaut ist. Ich finde das immer ein bisschen gut, wenn das einheitlich ist und man halt wiederkehrende Farben hat. Dann weiß man ungefähr, was zusammengehört und kann das so ein bisschen zusammenordnen. Deswegen habe ich das halt auch wieder in diesem Medium Nougat gemacht und da jetzt ein bisschen Bepflanzung dran getan, damit es noch so ein bisschen überwuchert wirkt. Nachdem ich den äußeren Zaun gebaut habe, baue ich jetzt noch innen ein paar Zäune hin und die sind dafür da, dass halt Schafe in so Gehegen gehalten werden. Und das ist eigentlich eine ganz coole Idee, dachte ich mir, wenn irgendwie die Überlebenden so ein paar Tiere hätten, die sie im Stadion halten würden. Als erstes habe ich diese Futterkrippe dahingesetzt, die ich auch schon beim alten Stadion verwendet hatte. Und jetzt kommen halt auch die Schafe dahin, die das Ganze noch ein bisschen aufwerten und natürlich interessanter aussehen lassen. Und ganz wichtig sind natürlich jetzt auch noch die Minifiguren. Als allererstes habe ich da so einen Wächter hingesetzt, der hat so ein Maschinengewehr in der Hand und passt halt auf, dass irgendwie keine Zombies oder andere Überlebende reinkommen. Und wenn jetzt irgendwie ein Fahrzeug kommen würde oder so, dann wird er es halt reinlassen. Dann habe ich noch, damit das Tor jetzt nicht ganz so offen ist, eine Straßensperre daneben gesetzt. Und jetzt kommt das Wohnmobil, was ich ganz am Anfang der Postapokalypse gebaut hatte, dahin. Das kommt jetzt ins Stadion und nicht auf irgendeine Straße, aber das ist trotzdem da ziemlich cool, denke ich. Und ich habe oben diese Wasserfässer natürlich noch da oben drauf gelassen, womit die dann auch ein bisschen Trinkwasser haben. Und oben drauf ist halt eine Wache, die da ein bisschen aufpasst, dass jetzt irgendwie keine Zombies kommen. Dann habe ich noch zwei weitere Figuren gebaut. Einer läuft einfach gerade so durchs Stadion und der andere sitzt gerade oben auf diesem Container und isst einen Apfel. Und bei dem Container habe ich jetzt auch noch so eine Leiter hingesetzt, damit man halt oben auf die obere Ebene klettern kann. Bevor jetzt gleich die obere Ebene draufgesetzt wird, habe ich erstmal damit weitergemacht, dass ich solche Bepflanzung gebaut habe. Und diese Bepflanzung ist natürlich super wichtig, weil man mit dem Inneren vom Stadion dann so ein bisschen erkennen soll, dass das Ganze plattgetreten ist. Da habe ich dann ein bisschen weniger von der Bepflanzung gebaut. Das hatten auch ein paar in die Kommentare geschrieben, dass das unsinnig ist, wenn ich da die gleiche Bepflanzung mache wie halt außen. Deswegen habe ich dann außen ein bisschen höheres Gras gemacht und innen drin halt weniger Bepflanzung. Und außen kommt auch noch eine von diesen Tannen hin, die habe ich mit diesen Fahnenelementen gebaut. Davon hatte ich mir letztens im Lego Store sehr, sehr viele gekauft, damit ich halt auch ein paar Tannen später in der Stadt platzieren kann. Und jetzt geht es damit weiter, dass ich die obere Ebene endlich draufsetzen kann. Und das ist natürlich sehr zufriedenstellend, wenn man dann wirklich die beiden Ebenen verbunden hat. Im echten Stadion wäre es wahrscheinlich so, dass die nicht direkt übereinander wären, weil das natürlich irgendwie ein bisschen unsinnig ist für die Zuschauer, weil die dann kaum was sehen würden und es ziemlich dunkel wäre oder so. Aber egal, in meinem Fall ist das jetzt ein bisschen platzsparender, wenn ich es einfach direkt übereinander habe. Deswegen sieht das einfach viel besser aus. Und dann sind natürlich noch die Stühle an dieser einen Seite fällig. Die habe ich auch noch schnell gebaut. Da habe ich halt das einfach bisher freigelassen, dass da jetzt nicht so viele Stühle waren. Und das Ganze soll halt ein bisschen zerstört wirken auf dieser einen Seite. Und jetzt ist das Stadion damit halt abgeschlossen. Und ich denke, das Endergebnis kann sich ziemlich gut sehen lassen. Mir gefällt besonders gut halt die ganzen Details, also die Schafe zum Beispiel oder die vielen Figuren. Und ich denke, das ist eines der coolsten Projekte meiner postapokalyptischen Stadt. Und dann geht es nächste Woche auf jeden Fall erstmal weiter mit Stranger Things.